Also ich habe Schlussabnahme gehabt vom GT2 und wir hatten als Referenzauto einen Ferrari 599 dabei. Na, bin ich eine Runde mit unserem Ingenieur gefahren, eine Runde noch so ein bisschen zum Eingewöhnen ins Auto und dann gesagt, jetzt fahre ich eine Runde auf Zeit. Und du musst halt immer motiviert sein, weil sonst betrügst dich selber. Du musst halt immer im Kopf haben, ich möchte so schnell fahren, wie es geht. Und dann fuhr ich da los und sehe da irgendwann einmal nach Adenauer Forstsee vorne irgendwo ein schwarzes Auto ziemlich schnell fahren. Und denke mir, okay, den muss ich schauen, den muss ich erwischen. Das war auch schon wieder so eine Motivation. Ne? Und ich bin dann langsam näher gekommen und immer sehe, dieser 599er Ferrari, das gleiche Auto wie ich, habe dann bloß meine war rot. Ich habe dann mühsam dorthin gekämpft, habe gemerkt, wie der auch schnell fährt und immer wieder kämpft, wenn er ihm weggeht und so. Und habe dann nach dem Pflanzgarten war ich auf so 30 Meter hinten dran und bin dann Gallenkopf war ich so auf 2 Meter hinten dran und dann sehe ich da, er hat ein bisschen zu spät über der Kuppe eingelenkt und er ist ihm quer gegangen und ich bin innen vorbei und habe also auf der Töttinger Höhe vielleicht so mit 150, 200 Meter habe ihn abgehängt gehabt am Ziel und bin aber nicht stehen geblieben, weil ich wollte, dass das Auto abkühlt. Und bin gleich von der Rennstrecke hinausgefahren auf die Bundesstraße und bin entgegen der Rennstrecke auf der Töttinger Höhe, gibt es also einen Standstreifen, schön langsam das Auto abkühlen. Und dann kommt der mit dem Ferrari auch und ich stehe jetzt am Blinker, dass er vorbeifahren kann, fährt aber nicht vorbei. Ne? Und dann schaue ich so rüber, fahre in die gleiche Höhe, er lässt das Fenster runter, das ist der Michael Schumacher. Und das war natürlich, sowas könnte man natürlich nie arrangieren, nie im Leben, dass das gibt, dass wir beide auf der Nordschleife zusammenkommen mit dem gleichen Auto. Und er war natürlich dann so, dass er in die Werkstatt gefahren ist und hat gesagt, ihr mit eurem scheiß Auto, der Röhrl hat mich gerade niedergemacht, die Porsche-Leute haben bestimmt da am Fahrwerk was verändert und sind schneller gefahren. Und das war natürlich tödlich, weil die Sachs-Leute, das ist ja ein Sachs-Fahrwerk in dem Ferrari, die haben das natürlich sofort überall umeinander erzählen. Und am nächsten Tag in der Früh kam ich zum Testen auf die Nordschleife, hat der Einsatzleiter von BMW schon auf mich gesagt, und haben wir gestern Schumacher gezeigt, wie das hier geht und so. Und damit ist das natürlich in Umlauf gekommen. Aber es war natürlich eine lustige Story.